So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Und, ja, das ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich wollte jetzt eigentlich beenden, ja. Und habe festgestellt, ich kann gerade nicht speichern, weil Rose nicht an ihr Telefon geht. Und das ist ein bisschen ungeil. Das heißt, ich muss jetzt noch eine Folge aufnehmen. Aber macht nichts. Ich hatte heute eh nichts anderes mehr vor, ja. Und dann habe ich wenigstens für die nächsten Tage noch ein bisschen Vorrat, nachdem ja auch zwischen den Folge irgendwie eine Pause war. Wahrscheinlich kann ich jetzt speichern, aber ist egal. Ist egal. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out?
Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Na dann. Gut, eine dezente Cutscene, nochmal eben 8 Minuten. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder in Shell 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte es richtig in Erinnerung, ne? Wie gesagt, es sind ein paar Minütchen zwischen der letzten und dieser Folge vergangen. Und war ungefähr eine Stunde, als ich den letzten Part aufgenommen habe. Würde ich mal schätzen. Von daher erinnere ich mich da jetzt nicht mehr so dran. Aber wir müssen doch wieder in Shell 1, ne? Weil die da irgendwo festgehalten wird. Was komisch ist, weil eigentlich habe ich ja alles abgesucht. Ach, scheiße, wie kann... lustig. Okay, geht nicht. Hoppala, wie komme ich denn jetzt da wieder hoch, wenn ich mal fragen darf? Jack, what's going on? Answer me! Jack! Jack! Mein Gott, ey. Jack und Rose, ne? Ich finde es immer noch lustig. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann doch da nicht hochspringen, oder? No. Ich muss es mal kurz ausprobieren. Ich habe eine Level 4 Karte, ne? Raiden! War das Problem, dass auf der anderen Seite die Tür kaputt war? Dann möchte ich das gerade noch mal kurz überprüfen. Oder war die Level 4 gesperrt? Ich möchte nichts ausschließen. Ah, ich glaube, die war kaputt, ne? Boah. Sorry. Ja. Ich habe gar kein Level dran, ne? Hi.
Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Okay, da kann ich da irgendwie rumklettern von der Seite. Da kann ich mal ausprobieren. Ja, was war das denn? Aha. Okay, ich kann natürlich... Nee, es geht ja auch nicht. Geht das? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Warte mal, wenn ich den hier mache, dann halte ich mich da ja fest, ne? Na, kann ich auch nicht. Ich kann mich dabei nicht bewegen. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Dog-Tags. Ich weiß immer nicht genau, was sie bringen. Ah, das macht ja nichts. Warum habe ich eigentlich so ein scheiß Phone? Modisk. Modiskette. Laserdisc. Ja, genau. Was mache ich denn jetzt? Kommen wir nicht rüber. Das finde ich jetzt ein bisschen ungeil. Uiuiui, das war knapp. Tja. Ich weiß nicht, wie ich wegkommen soll. Man kann auch im Medikit-Spiel echt nie springen, ne? Vielleicht ändert sich ja das in Zukunft mal. Wer weiß das schon? Also wie gesagt, ich glaube, in Metal Gear Solid 3 kann man dann auch frei die Kamera bewegen. Das finde ich sehr schön, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, es ist wirklich so und ich habe mich da nicht irgendwie verguckt und das war nur an dieser Stelle kurz so oder so. Ich habe mal ein Video reingeschaut, mal ganz kurz, um zu gucken, wie das Spiel so aussieht und dann dachte ich mir schon, boah, Digga, geil. Ich könnte noch eine Taucheraktion starten, ne? Aber ich glaube, das ist weniger sinnvoll. Ach, deswegen stand da Hi. Och, Mann. Wie komme ich hier wieder runter? Ich meine, tauchen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war nur da, um mir die scheiß Nikita zu holen. Da unten seht ihr auch keine Türen oder so. Also es wird einen Scheiß bringen. Ich muss irgendwie hier wieder rauskommen. Aber wie? Ich kann ja auch echt nirgendwo irgendwie lang klettern, ne? Ne. Höchstens da unten. Aber wenn ich mich hier fallen lasse, dann fällt der ganz runter, okay. Komm, ich bin so oft gestorben, das macht mir das jetzt auch nichts mehr hier. Spätestens dann, wenn die Statistik am Ende kommt, werde ich mich wieder in Grund und Boden schämen, ja. So. Boah, Alter, das war aber ganz schön knapp. Ich werde mal wen anrufen. Helfen Sie mir. Raiden, locate Emma Emmerich and have her put the President's disk to use. Emma is on B1 of the Shell 2 core. The clock is ticking. Locate her before Arsenal Gear goes online. Ach lol. Ach so, oh. Dann habe ich was verwechselt. Na, die anderen Geiseln sind da, ne? Aber irgendwas haben die auch mit Shell 1 gelabert. Was war denn das nochmal? Na dann muss ich ja hier keine Sorge haben. Okay, dann tut's mir leid, dass ich jetzt wieder so lange rumgelaufen bin, ohne irgendwie cool zu sein. Ich will gerade mal was gucken. Ich habe hier gar nicht alles untersucht, ne? Aber es bringt nichts. Okay. Wieder Mario Kart Musik. Sieht übrigens gut aus mit dem 1 Stunde in Mario Kart 7.
Ja, es gibt nämlich 3DS-Emulatoren, den will ich mal ausprobieren. Nur für dieses eine Spiel, für einen kleinen Test, ja. Das werde ich ja wohl noch dürfen. Dann können wir vielleicht doch mal Cutscene machen, weil ich muss mal gucken, ob das soweit funktioniert. Fahrstuhl. Oh. Oh. Ich wollte gerade kurz sagen, wie cool ich meine Waffe halte. So, jetzt muss ich hier echt nochmal tauchen, oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oder haben die das Wasser schon wieder abgelassen oder sowas? Ne, haben sie nicht. Die Säcke. Ist dann halt jetzt echt die Frage, wo ich lang soll. Weil ich bin ja da alle Wege eigentlich mal lang geschwommen, oder? Na dann. Ich guck mir jetzt alle Gänge an hier, ja? Hier ist nichts. Oh mein Gott. Ich habe einen lebenswichtigen Anruf. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Mhm. Na, großartig. II. Coole Abkürzung für Emma Emmerich. Ich frage mich, wie sind die ihr Vater gestorben, Alter? Kann der nicht schwimmen oder was? Haben die einen Pool gebaut und haben festgestellt, dass er nicht schwimmen kann? Das wäre ein bisschen peinlich. Naja. Ich hab's nicht verstanden. So, dann suchen wir sie mal. Wo auch immer sie sein mag. Ich meine, ich war doch eigentlich überall, oder? Aber da hinten war ich noch gar nicht. Kann das sein? Oh, ne, ist auch noch. Ja, ich rede wieder mit mir selbst so halb. Es tut mir leid. Ich hätte jetzt gerade daran gedacht, dass ich hier noch nicht war, aber hier ist auch nur in der Sackgasse. Kann ich ja einfach mal versuchen, in die Ecke zu schwimmen, wa? Oh, eine Ration. Na dann. Wird das hier nicht ohne Grund sein. Aha. Oh, ich habe hier keine Ration ausgerüstet gehabt. Oh, ich bin so ein Arschloch. Raiden! Raiden! Was bin ich da hier? Oh, nee. Leg mich doch am Arsch. Ah. Ja, der Part ist aber eh gleich vorbei, weil ich so lange hier rumgegeistert bin und ich wusste, wo es weitergeht. Ah, gut. Passiert den Besten. So, dann, ach, jetzt bin ich ja weitergeschaut. Oh, ich bin so kacke. Egal. Gucken, ob hier nochmal die Cutscene ausgelöst wird. Unter Voraussetzung, dass ich nicht verrecke hier unten. Ich kann sicherlich nicht unter Wasser speichern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem auch nicht, wenn der Scheißhund wieder bellen muss. Dann kann ich auch nicht speichern.
So. Man hört das bestimmt die ganze Zeit, wie ich schön auf die Taste klicke. Aber da müsst ihr wohl durch. So, Ration ausgerüstet, okay. Ich glaube, dass ich da diesmal auch nicht reinschwimme. Boah, jetzt geht er hoch, Alter. Ah, okay. Cool. Stellt sich sogar unter Wasser hin. Das ist natürlich sehr vorbildlich. Oh nein, jetzt kommt wieder eine Cutscene. Oh nee. Keine Zeit für sowas. Das war's dem, man. Okay, muss ich mal eben kurz bitte an die Luft oder so. Ah. So, kann ich hier speichern? Ich probiere es gerade einfach mal. Weil dann würde ich gerne den Part beenden. Jack, do you need to save? Ja, kann ich. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Offizielle Seite 2. Sons of Liberty wieder. Tschüss.